Jetzt habe ich hier so ein paar Flammen. Das merkt man im ganzen Körper. Erster Bissen des heutigen Tages an echten Wolkendorfer Baumstitzel. Du willst wissen, wie sich eine Reise durch Transsilvanien wirklich anfühlt? Dann ist diese Serie für dich. Erlebe mit uns Abenteuer, Kulinarik und Kultur. Entdecke faszinierende Orte und lerne Menschen kennen, die Transsilvanien so besonders machen. So, guten Morgen. Wir sind mal wieder früh unterwegs. Das geht für uns nach Wolkendorf. Die Wiege, in dem der Baumstitzel erfunden worden ist. Ich glaube, die meisten von euch kennen den Baumstitzel als Gebäck, das man inzwischen sehr oft auf Jahrmärkten oder anderen Veranstaltungen kaufen kann. Das ist aber eigentlich alles nur eine schlechte Kopie. Ja, die Mission Baumstriezel nimmt Holger sehr persönlich. Warum? Hier die Kurzfassung. Der Baumstriezel ist das wichtigste historische Gebäck der Siebenbürger Sachsen aus dem Burzenland. Denn der wurde hier schon damals zu allen wichtigen Festen des Lebens gebacken. Ob Taufe, Hochzeit oder Beerdigung. Der Baumstriezel ist also fest mit der siebenbürgischen Kultur verbunden und ist auch für Holger Teil seiner Familientradition. Und nicht nur das. Der Baumstriezel soll laut einiger Quellen vor über 100 Jahren auch hier entstanden sein. Zumindest in der Form, wie wir sie noch heute kennen, mit knuspriger Karamellkruste. Ein Grund dafür ist die nahegelegene Brendorfer Zuckerfabrik, durch die der weiße Kristallzucker in dieser Region damals zum Massenprodukt wurde. Das Besondere im transsilvanischen Wolkendorf: hier wird der Baumstriezel noch heute so gebacken wie damals. Und wir nehmen euch jetzt mit in genau diese traditionelle Backstube, auf der Suche nach dem Geheimnis des echten Baumstriezels. Jetzt schauen wir mal, ob wir das gleich finden. Die Backstube liegt im Pfarrhof der evangelischen Kirche. Hier wird heute im großen Stil der original sächsische Baumstriezel gebacken. Das ist allerdings die falsche Tür. Anlass ist das Fest zur Einweihung der renovierten Kirche und Kirchenburg, verbunden mit einem Heimattreffen der Siebenbürger Sachsen aus Wolkendorf. Sie alle kommen heute hier aus der ganzen Welt zusammen, um gemeinsam ihre ehemalige Heimat und Kultur zu feiern. Dazu gehört auch ein Umzug in traditioneller Tracht durch den Ort, samt Blaskapelle. Während es also draußen schon festlich zugeht, wird in der Backstube auf Hochtouren gearbeitet. Die beiden Bäckerinnen Vasilika und Christa sind längst schon fleißig und haben einen ganzen Karton voll goldbraune Striezel fertig. Doch davon müssen bis mittags noch einige Dutzend mehr gebacken werden. Zum Zuschauen bleibt hier also keine Zeit. Und für Holger heißt es gleich: Schürze an und ran an den Teig. Zusammen mit Vasilika geht es erstmal in die Küche ans Teigmachen für die nächste Ladung Baumstriezel. Ein Rezept braucht sie dafür nicht mehr. Vasilika hat im Laufe der Jahre schon einige tausend Stück gebacken. Wir nutzen die Gelegenheit, um mehr über die gut gehütete Rezeptur zu erfahren. Also, auch rum kommt bis zu sein. Ah, okay. Ela nu pune. Ăla e ingredientul principal pentru a fi fraged. Echter Rum hält den Striezel also frisch und saftig. Damit sind wir dem perfekten Rezept schon mal einen Schritt näher. Während sich die Milch- und Hefemischung auf dem Herd aufwärmt, macht sich Holger schon mal startklar für seinen Einsatz als menschliche Küchenmaschine. Backen ist hier im wahrsten Sinne des Wortes noch Handarbeit. Jetzt wird es auch anstrengender. Sieht tatsächlich auch ganz schön anstrengend aus. Aber mit einem guten Schuss Rum läuft's gleich wieder wie geschmiert. Asta amestecat totul bine. Ah ja. Fehlt eigentlich nur noch das Haarnetz. Aber sonst schlägt sich Holger beim Teigkneten doch schon ganz gut.
Das merkt man im ganzen Körper. Der Einsatz hat sich gelohnt. Der Teig ist fertig. Also, das ist echt Knochenarbeit. Man hört es ein bisschen, ich bin außer Atem. Aber ja, es fühlt sich nach Essen an. Es riecht auch schon gut, nachdem der Rum reingekommen ist. Okay, jetzt kleben meine Hände. Das ist los. Während Holger seine Hände noch von Teigresten befreit, wird der restliche Teig schon in der Backstube erwartet. Nächste Lektion: Ausrollen und aufwickeln. Auf einem großen bemehlten Holzbrett wird eine Portion Teig mit dem Nudelholz zu einem platten Teigfladen ausgewalzt. Dieser wird anschließend um die zylinderförmige, hölzerne Backform gewickelt. Was zu viel ist, wird einfach abgeschnitten, sodass der Teig gleichmäßig die Form umschließt. Așa, Okay. Dann zukleben. da. Bine, bine bătut să nu se desprindă așa, hă? Aha. Iese cum ai rețetă. Și acum așa, Dar Da. nu e greasă cu medii. rotit. Aha. Așa, așa. Aici. Na, wer hat's gemerkt? Tatsächlich wird der echte sächsische Baumstriezel nicht als Teigschlange aufgewickelt, sondern es wird der ganze Teigfladen auf der Rolle befestigt. Bei einer Höhe von gut 40 cm pro Baumstriezel macht die traditionelle Aufrolltechnik schon Sinn, da sie den Prozess wesentlich vereinfacht. Apropos Größe, ja, das ist ein Malerpinsel, mit dem hier eingebuttert wird. Okay. Guși zucker. Okay. Așa. Și... Ah, okay. Das ist viel Zucker. Ce nu vorbește, dar înțelege. So? Aha. So? Okay. Damit der Zucker eine richtig schön krosse, karamellisierte Schicht auf der Oberfläche bildet und die Röstaromen perfekt rauskommen, wird hier ganz traditionell über offenem Feuer gebacken. Aber das ist gar nicht so einfach, wie es aussieht. Wie schafft man es, das richtige Gefühl für die Hitze auch zu haben? Man stellt da nicht auf den Ofen 200 Grad ein, sondern Bine, weiter. Das Feuer muss man richten. Ein wenig schneller, denn wenn es zu stark ist, das Feuer, dann versunken oder verbrennt. also man braucht ein gutes Gefühl dafür. Als Backanfänger kann sich Holger vermutlich noch nicht so ganz auf sein Gefühl verlassen. Aber vielleicht hat er ja schon eine eigene Strategie. Ja, es ist, glaube ich, wichtig, dass man das zum einen gleichmäßig dreht und genau schaut, auch ein Auge für den Bauschlüssel hat, okay, wo entwickelt er sich gerade richtig. Und wenn er nicht gleichmäßig wird, muss man das Feuer umverteilen. Also das sind viele Dinge, die man im Gefühl haben muss. Und ich sehe da auch, ich schaue einmal kurz weg und schon ist eine Stelle viel brauner als die andere. Ja, jetzt habe ich hier so ein paar Flammen. Ja? Ah, okay, also einfach... Okay. Weißt du nur, Draufhauen. ja, diese Universum. Okay. Das ist fertig. Na, hai, și Sabina. Ja. Ja, und jetzt kannst du gehen. Ja. Der erste echte Baumstützel. Okay, und jetzt muss ich draufklopfen. Ja, so einmal. So, Ah ja, langsam. So, das ist er. wie geölt. Das ist sehr gut. Es sieht nicht so schlecht aus, finde ich, für den ersten Baumstützel. Während wir noch das dampfende Meisterwerk bestaunen, wird schon fleißig weiter gerollt, gebuttert und gezuckert. Denn Christa und Vasilika haben heute noch viel zu tun, um alle Festbesucher zu versorgen. Wie viele Kilo Mehl, denkst du, werdet ihr heute verbacken? Wie viele Fänger? 40. Da, cam fac. 40. Das ihr werdet 40, 45 Kilo Mehl, so ungefähr. 45. 30 Kilo Zucker. Butter. Hoffentlich ist genug, was wir machen, weißt Ja. du? Denn es sind viele. Vanille. Kalkuliert wird dabei mit einem Baumstriezel für 6 bis 8 Personen. Aber wenn alle 320 Gäste das Hefegebäck so sehr lieben wie wir, dann könnte es am Ende vielleicht doch noch knapp werden. Und Holger hat das Anfängerglück leider auch verlassen. Oh, jetzt habe ich den Internet gemacht. Ah. Sticla. Das ist
Dieser Plumps. Okay, den muss ich essen, ich sehe schon. Ja, Aber die Kunst ist es, das richtige Timing zu finden, weil wenn man ihn das Feuer zu stark hat, verbrennt man ihn außen und er ist innen noch gar nicht durch. Das musst du im Gefühl haben, dass es wirklich alles im richtigen Moment im Spiel mit dem Teig funktioniert. Für neue Motivation kann jetzt nur noch eins sorgen: ein Stück frischer Baumstriezel. Serviert wird der Teigzylinder nicht im Ganzen, sondern fingerfood-konform aufgeschnitten in handgerechte Vierecke. So wie hier zu sehen. Oh, danke schön. sehr schön. Oh, ist so schön warm. Mmh. Der süßbuttrige Duft füllt mittlerweile den ganzen Raum. Und auch ich kann der glänzenden Karamellkruste nicht widerstehen. Jetzt wollen wir natürlich noch wissen, wie es schmeckt. Also, erster Bissen des heutigen Tages an echten Wolkendorfer Baumstitzel. Also, das Ding ist halt, ich glaube, es ist die Kombination aus super fluffigen, weichen, leckeren Teig und so einer total knusprigen, leckeren Karamellschicht. Und die Kombination ist halt ein total krasses Gefühl im Mund. Es kommen einfach alle Sinne zusammen. Die Beschreibung trifft es eigentlich ziemlich gut. Kein Wunder, dass der Wolkendorfer Baumstriezel in ganz Siebenbürgen bekannt ist. Aber wie hat eigentlich alles angefangen? Reise, gerne bei uns. Ja. Und sie hatte das Rezept von ihrer Schwiegermutter. Ah, okay. Sie war auch eine Sexin und hat immer Brot gebacken und Baumstriezel für Hochzeit. Das heißt, das Rezept wurde quasi von Generation zu Generation weitergegeben und jetzt. Und wir machen es weiter. Das heißt, wir lernen auch unsere Kinder, die sollen machen. Da freut es uns natürlich umso mehr, dass auch wir jetzt diese alte Tradition von Christa und Vasilika kennenlernen durften. Eure Baumstitzel waren bisher wirklich mit Abstand die besten, die ich je gegessen habe. Was ist das Geheimnis? Also was macht ihr anders, als sonst alle an die Baumstitzel machen, dass eure so gut sind? Liebe. Das Holz ist ein anderer Geschmack. Das Feuerholz soll also den Unterschied machen. Und da kommt auch schon die nächste Ladung. Frisch gehackt stapelt Georg sie neben dem Ofen. Für wie viel Baumstriezel reicht denn so eine Schubkarre voll? Eine Schubkarre für eine Portion. Heißt, damit können 12 Baumstriezel gebacken werden. Macht also insgesamt rund 7 Schubkarren Holz für gut 80 Striezel, die bis heute Mittag fertig werden sollen. Und das muss erstmal gehackt werden. Das heißt, da ist wirklich viel körperliche Arbeit dahinter, bis so ein Baumstitzel quasi. Okay. Wir begleiten Georg zum Holzschuppen. Aber natürlich nicht nur zum Zuschauen. Denn diese Gelegenheit will Holger sich nicht entgehen lassen und sich im Holzhacken versuchen. Die Axt eher hinten, eher vorne? So, So, in der Mitte? aber nur pass auf die Finger. Ja. Sonst haben wir Lieber das lass das Holz stehen und dann beide Hand. Verstehe. Ich lass es quasi stehen, dann. Ach, ich hab's rechts. Wie muss ich das denn greifen eigentlich? Habe ich die rechte Hand hinten? Nein, ich gehe auf diese Seite. So. Okay, hab ich die rechte hinten und mit links führe ich dann quasi. Das war schon mal sehr gut. Für seine ersten Versuche soll Holger das Holzstück also lieber erstmal frei stehen lassen, damit die Finger nicht versehentlich dazwischenkommen und er die Axt präziser führen kann. Nur richtig treffen muss er jetzt noch. Das war ja schon mal ein bisschen besser. Doch was bei Georg gerade noch so einfach aussah, scheint jetzt ganz schön hartnäckig zu sein. Aber aufgeben ist für Holger keine Option. So, neuer Versuch. Den Rest überlassen wir dann doch lieber wieder dem Profi. Die Zeit ist nämlich knapp. 8 Ladungen Holz und Baumstriezel müssen fertig werden. Na dann, machen wir doch einfach das, was wir sowieso am liebsten machen.
Ja, und der beste Teil daran ist natürlich, ihn zu essen. Und bei die Profis nehmen 2, klappen ihn zusammen, dann werden die Finger auch nicht schmutzig und essen lang. Kennen die auch von den Jahrmärkten und von diesen Veranstaltungen auch diese anderen Baumstitzel, wenn sie gemacht werden? Diese kleinen. Diese kleinen Baumstitzel, was ist so? Das ist Chiurtos, no? Târguri. Da, Chiurtos-Cola. Das ist was anderes. Das ist also eigentlich gar kein echter Baumstitzel. Ähnlich wie dieser, aber anderer Teig. Weißt du, jeder hat sein Rezept. Da haben wir so ein für alle Mal mit diesem Mythos aufgeräumt. Das ist kein Baumstitzel. Das ist Baumstitzel. Ganz egal, ob Kürtisch College oder Baumstriezel. Eines haben am Ende alle gemeinsam. Sie werden alle nach einem einzigartigen Rezept gebacken. So gibt es für Holger, wie vermutlich auch für jeden anderen, immer nur den einen originalen Baumstriezel. Der einem am besten schmeckt. Mit dem Duft von süßem Hefeteig in der Nase verlassen wir die Backstube in Wolkendorf. Denn morgen wartet schon ein neues Abenteuer auf uns. Nach ein paar wundervollen ersten Tagen hier in der Kronstedter Gegend geht es für uns morgen weiter Richtung Norden. Und zwar in ein Schloss. Was wir da erleben werden, seht ihr in der nächsten Folge. Also lasst gerne ein Abo da und ein Like, wenn ihr das nicht verpassen wollt. Und wir genießen jetzt noch die letzten Sonnenstrahlen hier im Kirchhof mit ein paar rumänischen Spezialitäten, mit Sakuske, Vinete, Mais, Käse und rumänischen Hausbrot. Und was könnte dazu besser passen als ein rumänischer Weißwein, den wir jetzt hier im Garten genießen werden. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Und hier endet die geteerte Straße. Alter! Also wer sich jetzt noch nicht wie ein König fühlt, weiß ich auch nicht. Ja, die Sonnenuntergänge hier in Siebenbürgen, die knallen schon ordentlich rein.